Hallo, ich bin Timo von Paulimod und im heutigen Video will ich euch die verschiedenen Fräserarten erklären. Dazu war ich im Fachgeschäft und habe mir so sämtliche Fräserarten rausgesucht, die mir so an... Ciao, ciao. 2 Stunden später. Dazu war ich im Fachgeschäft und habe... Ich verstehe nicht Ihr Signal vor Fahrgeschäft und Sir. Tschüss. Los geht's. Hallo, ich bin Timo von Paulimod und in unserem heutigen Video geht es um die verschiedenen Fräserarten. Die möchte ich einzeln mit euch durchsprechen. Und dazu war ich im Fachgeschäft und habe einfach mal so ein buntes Programm von den Fräsern rausgesucht, die wir auch verkaufen. Und beginnen wir als erstes mit den sogenannten Schaftfräsern oder Fingerfräsern. Die unterscheiden sich im Wesentlichen darum, ob das jetzt zweischneidige, dreischneidige oder vierschneidige sind. Hier ist zum Beispiel ein zweischneidiger Fräser. Und was man an diesem Fräser besonders gut erkennen kann, ist, dass er übermittig geschliffen ist. Übermittig geschliffen heißt, ich kann mit diesem Fräser ins Werkstück eintauchen, um damit beispielsweise Taschennuten oder Ähnliches zu fräsen. Zweite Art von Fräsern sind die dreischneidigen Fräsern. Und auch beim dreischneidigen Fräser ist es in der Regel so, dass eine Schneide über die Mitte geschliffen ist und man damit auch eintauchen kann. Der Vorteil zum zweischneidigen Fräser ist, mit einer Schneide mehr kann man höhere Schnittwerte fahren und man kriegt auch eine schönere Oberfläche hin, was zum Beispiel uns zum vierschneidigen Fräser bringt. Der vierschneidige Fräser ist nicht übermittig geschliffen. Soll heißen, man muss bei der Zustellung in Z außerhalb vom Werkstück anfahren und dann erst ins Werkstück reingehen. Vorteil, man kann hohe Schnittwerte fahren und man hat die Möglichkeit, auch eine ganz, ganz schöne Oberfläche herzukriegen, weil man 4 Schneiden hat. Eine weitere Art ist ein Schrupfräser. Es ist euch sicher schon mal aufgefallen, dass der Schrupfräser hier an der Seite so geriffelt ist. Das hat den Vorteil, dass man einfach die Schnittfläche vergrößert und damit kann man höhere Schnittwerte fahren, ganz, ganz hohe. Den nimmt man zum Schruppen und zur reinen Materialabnahme. Die Oberfläche wird natürlich nicht besonders schön, das soll man aber auch gar nicht erreichen, das ist gar nicht das technische Ziel, sondern möglichst schnell Material abnehmen. Und das geht hier recht gut. Zum Schlichten nimmt man dann natürlich einen Schlichtfräser. Der Schlichtfräser, wie ihr seht, ist an der Seite wieder glatt, so wie die anderen Fräser auch. Und damit macht man dann das Finishing. Hier zum Beispiel einer mit 45 Grad. Die 45 Grad eignen sich hervorragend für Kunststoffe und für Buntmetalle, sind aber für Stahl nicht mehr so gut geeignet, weil HSS zu Stahl von der Härtigkeit nicht mehr so ist und vor allem je schärfer die Scheiden sind, desto schneller verschleißen sie auch bei hartem Material. Deshalb bieten wir auch zweischneidige und vierschneidige Fräser an mit einer Titannitritbeschichtung. Die Titannitritbeschichtung erkennt ihr durch den goldenen Glanz. Unten ist es entweder Hartmetall oder wie in dem Fall HSS, das danach beschichtet wurde. Auch wieder mit 4 Schneiden, um ein schöneres Finishing zu kriegen und höhere Schnittwerte fahren zu können. Und zweischneidig mit der über der Mitte geschliffenen Schneide, um eintauchen zu können. Die Titannitritbeschichtung ist eine meiner Lieblingsbeschichtungen. Deshalb, weil man damit alle Materialien bearbeiten kann. Von Aluminium bis Edelstahl. Bei Edelstahl hat man natürlich nicht die allzu hohe Standzeit, was ganz klar ist. Und bei Aluminium kann man mit beispielsweise einem HSS-Fräser mit einem 45 Grad Winkel schönere Oberflächen erzielen. Aber funktionieren tut's mit denen auch. Darum ist das immer mein Favorit. Dass wir den Kreis schließen, kommen wir hier an die Titan-Aluminium-Nitrit beschichteten Fräser hin. Die sind jetzt dafür geeignet, Edelsteine und auch Stähle zu bearbeiten und durch die extrem harte Beschichtung und durch den extremen 60 Grad Winkel mit einer relativ stumpfen Schneide haben die natürlich eine sehr, sehr gute Standzeit, was harte Materialien angeht. Haben allerdings den Nachteil, auf Kunststoffen funktionieren sie so gut wie überhaupt nicht
Und bei Aluminium oder Messing oder anderen Buntmetalloberflächen, also weiche Metalle, sieht die Oberfläche nicht besonders schön aus. Die muss, wenn man ein ordentliches Finishing haben will, dann ordentlich nacharbeiten. Und das führt uns dazu, dass wir den lieber sein lassen und auf einen anderen zurückgreifen. Jetzt kommen wir zu den Walzenstirnfräsern. Da haben wir einen Walzenstirn-Schrubbfräser und einen Walzenstirn-Schlichtfräser. Der Walzenstirn-Schrubbfräser hat eine vergrößerte Oberfläche, dass man höhere Schnittwerte fahren kann. Das ist natürlich sehr gut zum Material abnehmen und um viel Material möglichst schnell wegzubekommen. Damit kann man natürlich kein Finishing erzielen, das ist ganz klar. Dazu gibt es den sogenannten Walzenstirn-Schlichtfräser. Der ist an der Seite wieder glatt, damit kann man richtig schönes Finishing erzielen. Der ist dann die Wahl für die letzten Schnitte, um das Fertigteil beziehungsweise um das Teil beenden zu können. Dazu braucht man natürlich auch einen Aufsteckfräsdorn beziehungsweise einen Kombi-Aufsteckfräsdorn, weil der so eingetaucht wird. Das heißt, die mehreren Schneiden unten bearbeiten die untere Fläche, die Planfläche, und die seitliche Fläche werden durch die Seitenschneiden bearbeitet. Wie hier. Der ist jetzt sehr gut geeignet für Kunststoffe, für Buntmetalle, aber auch für Stahl. Für Edelstahl sind sie jetzt nicht mehr ganz so geeignet, weil sie eben aus HSS sind. Wir haben hier zwei Messerköpfe und die unterscheiden sich in der Schneidplattenform. Der eine Messerkopf hier hat 5 Schneidplatten, 5-eckige Schneidplatten. Und damit kann man natürlich hohe Schnittwerte fahren. Und zum Zweiten hat man den Vorteil, dass man nicht nur plane Flächen bearbeiten kann, sondern man kann auch Absätze bearbeiten. Das ist ein Riesenvorteil von dem Fräser. Während man bei so einem kleinen Fräser mehrere Züge machen muss, kann man hier aufgrund der Breite einen breiten Zug machen und eignet sich dadurch ideal zum Planen von größeren Flächen. Eine weitere Möglichkeit besteht hier natürlich auch durch den mit den runden Schneidplatten. Der mit den runden Schneidplatten hat einen riesen Vorteil, man bekommt richtig schöne Oberflächen hin und kann auch richtig schöne Schnittwerte fahren, hat allerdings den Nachteil, man kann keine Absätze machen. Das ist quasi also ein reiner Oberflächenfräser, aber das macht er richtig gut. Man kann übrigens bei den meisten von unseren Messerköpfen auch die Schneidplatten in verschiedenen Legierungen bzw. verschiedenen Beschichtungen bestellen, beispielsweise Titanhydrid beschichtet oder auch poliert für Kunststoffe etc. etc. und somit seinen Anwendungen optimal anpassen. Das sind im Wesentlichen jetzt die Messerköpfe und jetzt kommen wir zu den sogenannten Formfräsern. Formfräser heißt eigentlich oder ist jeder Fräser, der eine bestimmte Form hat. Hier haben wir zum Beispiel einen Radiusfräser. Das sieht man ganz schön an dem Radius hier an der Seite. Damit kann man zum Beispiel Werkstücken, irgendwelchen Kanten einen Radius verpassen. Warum auch immer, wird aber im Technischen doch häufig gebraucht. Das Gegenpedant dazu ist der sogenannte Kugelkopffräser. Mit dem Kugelkopffräser seht ihr, dass der rund ist. Man kann damit konkave Schnitte machen, beziehungsweise auch Radien anlegen. Für besonders geometrisch spezielle Formen ist der ziemlich gut. Man muss natürlich in der Anwendung selber suchen, ab wann der Sinn macht. Hier haben wir einen sogenannten Winkelfräser, hat einen 60-Grad-Winkel. Dieser Winkelfräser zum Beispiel ist prima dafür gedacht, um zum Beispiel Schwalbenschwänze zu machen. Schwalbenschwanznut. Man geht vorher mit einem Schaftfräser rein, mit einem Fingerfräser und danach tut man rechts und links mit dem Fräser die Schrägen ausarbeiten. Das ist auch wieder ein Formfräser. Dann haben wir hier einen Schlitzfräser. Den Schlitzfräser kann man auch in die Spannzange einsetzen und kann Schlitze fräsen, beispielsweise für irgendwelche Nuten oder was man auch immer für eine geometrische Form haben will. Das gibt es natürlich auch als einzelnen Fräser, aber hierzu braucht man, wie zum Beispiel auch bei den Messerköpfen oder auch bei den Walzenstirnfräsern, einen Kombi-Aufsteck-Fräsdorn, um den zu befestigen. Dann kann man den in einem größeren Durchmesser spannen und natürlich auch mit mehr schneiden. Hier sieht man es übrigens ganz gut, wie hier die Schneiden angebracht sind.
Im Gegensatz zu dem Fräser, der zwar die gleiche Funktion hat, aber von der Schneidengeometrie doch ein bisschen anders ist. So, und das war jetzt das Video über die verschiedenen Fräserarten. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr es auch gerne per E-Mail, per Telefon stellen oder ihr könnt auch bei uns ins Fachgeschäft vorbeikommen. Wir würden uns auch freuen, wenn wir euch da begrüßen dürften. Und übrigens, wie immer, sind alle Produkte, die wir vorstellen, mit denen wir arbeiten, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten, ihr wisst ja, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder irgendwelche Anregungen, unten in die Kommentare schreiben. Abonniert die Glocke, abonniert unseren Kanal, folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Da seid ihr immer up to date, gut informiert und kriegt sämtliche Aktionen mit, was wir hier machen. Uns freut's, bis zum nächsten Mal. Tschüss!